Guten Tag an alle. Ich bin Peter. Heute habe ich etwas Besonderes für euch, liebe Zuhörer. Adele, ich habe gestern Abend alte Fotos gefunden und jetzt möchte ich so gerne über meine Familie sprechen. Hallo zusammen bei Wow Spoken German. Das ist wunderbar, Peter. Ich liebe alte Familienfotos. Erzähl mir, was hast du gefunden? Also, ich habe eine große Schachtel im Keller entdeckt. Da waren Fotos von meiner Großmutter, meinem Großvater, meinen Eltern und sogar Fotos von mir als Baby. Ich war so klein und lustig. Oh, das klingt süß. Wie groß ist deine Familie, Peter? Hast du viele Geschwister? Ja, ich habe 2 Brüder und eine Schwester. Mein älterer Bruder heißt Thomas. Er ist 45 Jahre alt. Mein jüngerer Bruder heißt Markus. Er ist 37. Und meine Schwester heißt Anna. Sie ist 42. Das ist eine schöne große Familie. Und wo wohnen sie alle jetzt? Leben sie in der Nähe? Thomas wohnt in München mit seiner Frau Julia und ihren 3 Kindern. Markus lebt in Hamburg. Er ist noch nicht verheiratet. Und Anna wohnt hier in Berlin, nur 20 Minuten von mir entfernt. Wie schön, dass deine Schwester so nah bei dir ist. Liebe Zuhörer, habt ihr auch Geschwister? Wohnen sie in eurer Nähe? Schreibt es in die Kommentare. Genau. Ich sehe Anna fast jedes Wochenende. Sie hat 2 Töchter, meine Nichten. Sie heißen Sophie und Emma. Sophie ist 10 Jahre alt und Emma ist 7. Oh, du bist Onkel, das ist toll. Spielst du oft mit deinen Nichten? Ja, sehr oft. Letzten Samstag waren wir zusammen im Park. Sophie mag Fußball spielen und Emma liebt es zu malen. Sie hat mir ein Bild von unserer ganzen Familie gemalt. Es hängt jetzt an meiner Kühlschranktür. Das ist so süß. Und was ist mit deinen Neffen? Du sagtest, Thomas hat 3 Kinder, richtig? Ja, genau. Thomas hat 2 Söhne und eine Tochter. Seine Söhne heißen Lukas und Felix und seine Tochter heißt Lena. Lukas ist 14, Felix ist 11 und Lena ist gerade erst 6 Jahre alt geworden. Eine große Familie, wirklich. Seht ihr euch oft, auch wenn sie in München wohnen? Wir treffen uns jeden Sommer. Meine Eltern organisieren immer ein großes Familientreffen in ihrem Haus am Bodensee. Da kommen alle zusammen. Es ist immer sehr laut und chaotisch, aber auch sehr schön. Das klingt wunderbar. Erzähl mir von deinen Eltern, Peter. Sind sie schon in Rente? Ja, beide sind in Rente. Mein Vater heißt Wolfgang, er ist 74 Jahre alt. Meine Mutter heißt Margarete, sie ist 72. Sie wohnen seit 30 Jahren am Bodensee. Das ist eine lange Zeit. Sie müssen diesen Ort sehr lieben. Was machen deine Eltern gerne in ihrer Freizeit? Mein Vater liebt das Gärtnern. Er hat einen riesigen Gemüsegarten mit Tomaten, Gurken, Kartoffeln, Salat und vielen anderen Gemüsesorten. Er ist sehr stolz auf seinen Garten. Und deine Mutter? Was sind ihre Hobbys? Meine Mutter kocht unglaublich gerne. Sie macht die besten Apfelkuchen in ganz Deutschland, glaube ich. Und sie strickt auch. Sie hat für alle ihre Enkelkinder warme Pullover gestrickt. Liebe Zuhörer, was machen eure Eltern gerne? Haben sie interessante Hobbys? Teilt eure Geschichten mit uns. Oh, und ich muss euch von meinen Großeltern erzählen. Also, meine Großeltern väterlicherseits leben leider nicht mehr. Aber meine Oma mütterlicherseits, sie lebt noch. Sie ist 92 Jahre alt. 92? Das ist wunderbar. Ist sie gesund? Ja, für ihr Alter ist sie sehr fit. Sie wohnt in einem kleinen Dorf in Bayern. Meine Tante Elisabeth kümmert sich um sie. Elisabeth ist die Schwester meiner Mutter. Das ist gut, dass die Familie in der Nähe hat. Besuchst du deine Oma oft? Ich versuche es. Ich besuche sie mindestens 3-mal im Jahr. Sie erzählt immer die besten Geschichten aus ihrer Jugend, während des Krieges, nach dem Krieg, wie das Leben früher war. Es ist faszinierend. Das sind wichtige Geschichten. Es ist schön, dass du Zeit mit ihr verbringst. Hat deine Oma viele Enkel? Oh ja, sie hat 8 Enkel und schon 15 Urenkel. Bei Familientreffen ist es manchmal schwer, alle Namen zu merken. 15 Urenkel. Das ist eine riesige Familie. Peter, du hast über deine Brüder und deine Schwester gesprochen. Sind alle verheiratet? Thomas ist verheiratet mit Julia, wie ich schon sagte. Anna ist geschieden, aber sie hat einen neuen Partner. Er heißt Stefan und er ist sehr nett. Meine Nichten mögen ihn sehr. Und Markus? Du sagtest, er ist noch nicht verheiratet? Richtig, Markus ist Single. Er arbeitet sehr viel als Arzt in einem Krankenhaus in Hamburg. Er sagt, er hat keine Zeit für eine Beziehung. Aber ich glaube, er hat einfach noch nicht die richtige Person gefunden. Vielleicht bald. Und du, Peter?
Du sprichst viel über deine Familie, aber was ist mit deiner eigenen Familie? Bist du verheiratet? Ich bin verlobt. Meine Verlobte heißt Sabine. Wir planen nächstes Jahr im Juni zu heiraten. Sie ist Lehrerin an einer Grundschule hier in Berlin. Herzlichen Glückwunsch. Das ist wunderbar. Wie habt ihr euch kennengelernt? Danke. Wir haben uns vor 4 Jahren in einem Café kennengelernt. Ich hatte mein Buch vergessen und sie hat mir eine Zeitung angeboten. Wir haben angefangen zu reden und der Rest ist Geschichte. Was für eine schöne Geschichte. Hat Sabine auch eine große Familie? Nicht so groß wie meine. Sie hat nur einen jüngeren Bruder. Er heißt Michael. Aber ihre Eltern sind sehr herzlich und freundlich. Ich mag sie sehr. Das ist wichtig. Liebe Zuhörer, mögt ihr die Familie eures Partners oder eurer Partnerin? Wie ist eure Beziehung zu ihnen? Ja, das ist sehr wichtig. Sabines Mutter und meine Mutter verstehen sich übrigens sehr gut. Sie telefonieren oft miteinander und planen zusammen unsere Hochzeit. Oh, Sie planen die Hochzeit zusammen? Das kann interessant sein. Hast du da auch ein Wort mitzureden? Manchmal fühlt es sich so an, als hätte ich nicht viel zu sagen. Aber es ist okay. Die beiden haben so viel Spaß dabei. Sie wählen Blumen aus, diskutieren über das Essen, suchen nach der perfekten Location. Und wo wird die Hochzeit stattfinden? Habt ihr das schon entschieden? Ja, wir heiraten am Bodensee, in der Nähe vom Haus meiner Eltern. Es gibt dort eine kleine alte Kirche und danach feiern wir im Garten meiner Eltern. Wenn das Wetter schön ist, wird es perfekt. Das klingt traumhaft. Wird die ganze Familie kommen? Ja, natürlich. Alle meine Geschwister mit ihren Familien, Sabines Bruder, unsere Eltern, meine Oma, viele Onkel und Tanten, Cousins und Cousinen. Wir erwarten ungefähr 80 Gäste. 80 Gäste. Das ist eine große Feier. Bist du nervös? Ein bisschen, aber mehr aufgeregt als nervös. Ich freue mich darauf, Sabine zu heiraten und alle Menschen, die wir lieben, an einem Ort zu haben. Das ist eine wunderschöne Einstellung. Peter, du hast so viel über deine Familie erzählt. Gibt es besondere Familientraditionen, die ihr habt? Oh ja, wir haben viele. Jeden Weihnachtsabend kommen wir alle zusammen und singen alte deutsche Weihnachtslieder. Ja, steht es wie da. Meine Mutter spielt Klavier und wir singen alle mit, auch die Kinder. Das klingt magisch. Welche anderen Traditionen habt ihr? An Ostern verstecken wir immer Ostereier im Garten meiner Eltern. Das machen wir, seit ich ein Kind war. Und jetzt suchen meine Neffen und Nichten die Eier. Es ist jedes Jahr ein großes Abenteuer. Liebe Zuhörer, welche Familientraditionen habt ihr? Feiert ihr besondere Feste zusammen? Erzählt uns davon. Und jeden Herbst gehen wir alle zusammen Pilze sammeln im Wald. Mein Vater kennt alle guten Stellen. Danach macht meine Mutter eine große Pilzsuppe für alle. Dein Vater ist ein Experte. Ist das nicht gefährlich? Es gibt doch auch giftige Pilze. Ja, aber mein Vater hat das von seinem Vater gelernt und der hat es von seinem Vater gelernt. Er kennt jeden Pilz und er bringt uns bei, welche Pilze sicher sind und welche nicht. Das ist wertvolles Wissen. So etwas wird von Generation zu Generation weitergegeben. Das ist schön. Genau, ich versuche es auch von ihm zu lernen. Vielleicht kann ich es eines Tages meinen eigenen Kindern beibringen. Möchtest du Kinder haben, Peter? Ja, sehr gerne. Sabine und ich möchten 2 oder 3 Kinder haben, aber zuerst die Hochzeit, dann sehen wir weiter. Ein Schritt nach dem anderen. Das ist weise. Hast du schon Namen im Kopf? Sabine mag den Namen Clara für ein Mädchen. Ich finde den Namen Paul schön für einen Jungen. Aber wir haben noch viel Zeit, darüber nachzudenken. Das sind schöne, klassische deutsche Namen. Peter, du hast erwähnt, dass du Onkel bist. Was ist das Beste daran, Onkel zu sein? Oh, das Beste ist, dass ich mit den Kindern spielen kann, ihnen Geschenke kaufen kann, Spaß haben kann und dann kann ich sie zurück zu ihren Eltern bringen. Ha, das sagen viele Onkel und Tanten. Du bekommst den ganzen Spaß ohne die Verantwortung. Genau. Aber im Ernst, ich liebe meine Neffen und Nichten sehr. Es ist wunderbar zu sehen, wie sie wachsen und ihre eigenen Persönlichkeiten entwickeln. Welcher Neffe oder welche Nichte ist dir am ähnlichsten? Das ist eine gute Frage. Ich denke, Sophie ist mir ähnlich. Sie liebt Bücher, genau wie ich. Und sie stellt immer so viele Fragen über alles. Das habe ich als Kind auch gemacht. Und sie liebt Fußball, richtig? Spielst du auch Fußball? Ich habe früher gespielt, ja. In meiner Jugend war ich in einem Fußballverein.
Jetzt spiele ich nur noch zum Spaß mit Sophie im Park. Liebe Zuhörer, spielt ihr Sport mit eurer Familie? Welche Aktivitäten macht ihr gerne zusammen? Sport mit der Familie ist großartig. Letzten Monat sind wir alle zusammen Rad gefahren. Sogar meine Eltern sind mitgekommen. Wir sind um den Bodensee gefahren. Das klingt nach einem schönen Tag. Wie weit seid ihr gefahren? Ungefähr 30 Kilometer. Es war anstrengend, aber wir hatten so viel Spaß. Meine Mutter musste ein paar Pausen machen, aber sie hat durchgehalten. Deine Mutter ist stark. Mit 72 Jahren 30 Kilometer zu fahren, das ist beeindruckend. Ja, sie ist unglaublich. Sie sagt immer, dass Bewegung das Geheimnis für ein langes Leben ist. Sie und mein Vater gehen jeden Tag spazieren. Das ist ein guter Ratschlag. Peter, gibt es jemanden in deiner Familie, zu dem du eine besonders enge Beziehung hast? Ich stehe meiner Schwester Anna sehr nahe. Wir telefonieren fast jeden Tag. Sie gibt mir immer gute Ratschläge und ich helfe ihr, wenn sie mich braucht. Das ist schön. Worüber sprecht ihr am meisten? Über alles eigentlich. Über die Arbeit, über das Leben, über unsere Kindheitserinnerungen. Manchmal machen wir Witze über unsere Eltern, aber auf eine liebevolle Art. Geschwister verstehen einander oft auf eine besondere Weise. Ihr habt dieselbe Kindheit geteilt. Genau. Wir erinnern uns zusammen an Dinge aus unserer Kindheit. Wie wir Streiche gespielt haben, wie wir uns gestritten haben, wie wir zusammen gespielt haben. Hattet ihr viele Streitereien als Kinder? Oh ja, typische Geschwisterstreits. Ich erinnere mich, einmal haben Markus und ich uns über ein Spielzeugauto gestritten. Meine Mutter hat es uns beiden weggenommen. Ha, das ist eine klassische Mutterlösung. Und jetzt? Streitet ihr euch noch? Nein, nicht mehr. Als Erwachsene verstehen wir uns alle sehr gut. Wir haben gelernt, dass Familie wichtiger ist als kleine Meinungsverschiedenheiten. Das ist eine wichtige Lektion. Liebe Zuhörer, wie ist eure Beziehung zu euren Geschwistern? Hattet ihr viele Streitereien als Kinder? Wir lachen jetzt über unsere alten Streits. Bei Familientreffen erzählen wir diese Geschichten immer wieder. Und jedes Mal lachen wir noch mehr. Familiengeschichten sind kostbar. Peter, du hast erwähnt, dass ihr jeden Sommer ein Familientreffen habt. Wie bereitet ihr euch darauf vor? Es ist eine große Produktion. Meine Eltern bereiten ihr Haus vor, putzen alles, bereiten die Gästezimmer vor. Wir Kinder bringen Essen und Getränke mit. Wer kocht beim Familientreffen? Wir alle zusammen. Es ist ein großes gemeinschaftliches Kochen. Thomas macht immer sein berühmtes Grillfleisch, Anna macht Salate, ich helfe mit Kartoffeln und Gemüse und meine Mutter backt natürlich ihren Apfelkuchen. Das klingt nach einem Festmahl. Was macht ihr den ganzen Tag beim Familientreffen? Oh, wir machen so viel. Morgens schwimmen wir im See, nachmittags spielen wir Spiele, die Kinder spielen im Garten. Abends sitzen wir alle zusammen, reden, lachen, erzählen Geschichten. Es klingt perfekt. Gibt es jemals Probleme oder Spannungen mit so vielen Menschen zusammen? Manchmal, natürlich. Mit so vielen Menschen ist es nicht immer einfach. Aber wir haben gelernt, geduldig zu sein und Kompromisse zu machen. Das ist weise. Was ist die größte Herausforderung bei großen Familientreffen? Wahrscheinlich ist es sicherzustellen, dass sich alle wohlfühlen und dass niemand vergessen wird. Mit 15 Urenkeln ist es manchmal chaotisch. Ich kann mir vorstellen. Aber es klingt, als würdet ihr es jedes Jahr schaffen. Ja, und weißt du was? Trotz allem Chaos, trotz aller kleinen Probleme würde ich es nicht anders haben wollen. Meine Familie bedeutet mir alles. Das ist wunderschön, Peter. Liebe Zuhörer, was bedeutet Familie für euch? Schreibt es in die Kommentare. Ja, bitte teilt eure Gedanken mit uns. Ich würde gerne hören, wie eure Familien sind und was Familie für euch bedeutet. Peter, eine letzte Frage. Was ist die wichtigste Lektion, die du von deiner Familie gelernt hast? Oh, das ist eine tiefe Frage. Ich denke, die wichtigste Lektion ist, dass Familie immer für dich da ist. Egal was passiert, egal welche Fehler du machst, deine Familie liebt dich bedingungslos. Das ist eine wunderschöne Lektion. Haben deine Eltern dir das beigebracht? Ja, durch ihre Handlungen mehr als durch ihre Worte. Sie haben uns immer unterstützt, in guten und in schlechten Zeiten. Das möchte ich auch für meine zukünftigen Kinder tun. Du wirst ein großartiger Vater sein, Peter. Das kann ich sehen. Danke, Adele. Ich hoffe es. Ich habe gute Vorbilder gehabt. Meine Eltern, meine Großeltern, sie haben mir gezeigt, was es bedeutet, eine liebevolle Familie zu sein. Und jetzt wirst du deine eigene Familie mit Sabine gründen. Das ist aufregend. Ja,
Sehr aufregend. Ich kann es kaum erwarten. Aber ich weiß auch, dass meine große Familie immer ein Teil meines Lebens sein wird. Das ist das Schöne an Familie. Sie wächst, aber die Liebe bleibt. Liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr heute bei uns wart. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, ihr habt etwas über deutsche Familien gelernt und vielleicht auch ein bisschen über eure eigenen Familien nachgedacht. Vergesst nicht, eure Kommentare zu hinterlassen. Erzählt uns von euren Familien, euren Traditionen, euren Geschichten. Und vergesst nicht, unseren Kanal Wow Spoken German zu abonnieren. Wir haben jeden Tag neue Episoden für euch. Bis zum nächsten Mal, übt weiter euer Deutsch und habt einen wunderschönen Tag. Tschüss zusammen und denkt daran, ruft eure Familie an, sagt ihnen, dass ihr sie liebt. Das ist ein schöner Abschiedsgedanke. Auf Wiedersehen, liebe Zuhörer. Auf Wiedersehen.